DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Weihnachten und die DDR, passt das überhaupt zusammen? Immerhin wird ja Weihnachten die Geburt von Jesus Christus gefeiert und die DDR war ein betont kirchenfeindlicher Staat und der Atheismus war Teil der Staatsideologie. Trotzdem ging das nach einigen Anfangsschwierigkeiten in den 50er Jahren eigentlich ganz gut zusammen. Und die SED war letztendlich klug genug, jetzt gegen diese Tradition nichts entgegenzusetzen, sondern die Leute Weihnachten feiern zu lassen, wie sie es eben wollten. Das zeigt sich beispielsweise in so einer Schallplatte hier, Weihnachten in Familie. Aurora La Casa und Frank Schöbel singen hier Weihnachtslieder, teilweise die traditionellen christlichen Weihnachtslieder. Hör nur, wie lieblich es schallt, freue dich, Christkind kommt bald. Das war also 1985 möglich. Und so wurde dann auch diese Schallplatte hier mit 1,6 Millionen verkauften Exemplaren zur meistverkauften Schallplatte der gesamten DDR-Geschichte. Weihnachten wurde lange und liebevoll vorbereitet in der Familie und sie ist immer, ja, das legen wir jetzt schon mal zurück als Weihnachtsgeschenk. Also wenn man dann im Hochsommer irgendwas bekam, wir haben hier zum Beispiel hinter uns als Beispiel einen Klappfahrer, das wäre so ein typisches Geschenk gewesen. Die Produkte, die die Leute sich wünschten, waren nicht immer da und schon gar nicht in der Vorweihnachtszeit. Und das war nun wiederum zum Teil geschuldet den etwas schwierigen Versorgungsbedingungen, besonders eben auch die Lebensmittel, so dass viele den Weihnachtsbraten schon eingefroren haben und speziell als dann Weihnachten auch viele Apfelsinen, Bananen, Mandarinen und andere Südfrüchte kaufen wollten, waren die sehr knapp und es gab immer wieder diese Versorgungsschwierigkeiten. Das betraf eben auch Schokolade und andere Kakaoprodukte, sodass die Staatsführung versuchte, das Weihnachtsfest nicht allzu sehr zu propagieren in den öffentlichen Medien, im Fernsehen und so weiter, um die Leute nicht zu noch mehr Konsum anzuregen. Das war natürlich vollkommen wirkungslos. Und auch die Kirche ärgerte das, dass Weihnachten mehr und mehr zur Konsumorgie wurde. Aber weder von der Partei, noch von der Kirche, noch von sonst irgendjemand ließen sich die Leute beeinflussen, so dass, als die Deutschen wieder zusammenkamen, Weihnachten 1989, ihre Festtagsbräuche sich in Ost und West kaum noch unterschieden. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.